Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, ein gigantisches, stählernes Ungetüm, 263 Meter lang, ein Symbol der Macht, das durch die Weiten des Ozeans gleitet. Das ist das größte Kriegsschiff der Welt, die Yamato. Der Stolz der kaiserlichen japanischen Marine, der wahre Herrscher der Meere. Sie war sowohl ein Wunderwerk der Ingenieurskunst als auch ein Symbol für das erbarmungslose Gesicht des Krieges. Was machte die Yamato so einzigartig? Welche Geschichte und welche gewaltige Kraft steckte in ihr? Lassen Sie uns gemeinsam in die Geschichte dieses stählernen Giganten eintauchen, seine Pracht, seine Tragödie und das Vermächtnis, das er hinterlassen hat, entdecken. Yamato, die Legende des größten Kriegsschiffs der Welt. Der Zweite Weltkrieg war der zerstörerischste und größte Konflikt in der Geschichte. Auf den Meeren kämpften riesige stählerne Kriegsschiffe, aber keines war so beeindruckend wie die Yamato, der Stolz der kaiserlichen japanischen Marine. Lassen Sie uns gemeinsam die Geschichte dieses legendären Schlachtschiffs, seine Größe, seine Macht und sein tragisches Ende erkunden. Design und Bau, die Geburt einer Legende. Die Geschichte der Yamato begann Ende der 1930er Jahre. Japan wollte seine Vorherrschaft auf den Meeren sichern. Der Wettkampf im Pazifik nahm zu, insbesondere die Seemacht der Vereinigten Staaten wuchs schnell. Japans strategisches Ziel war es, eine riesige Schlachtschiffklasse zu bauen, um diese Bedrohung zu übertreffen. So wurde das Yamato-Projekt geboren. Das Design der Yamato konzentrierte sich vollständig auf überlegene Panzerung und Feuerkraft. Japanische Ingenieure entwickelten innovative Lösungen, um das riesige Schiff trotz seiner Größe schnell und manövrierfähig zu machen. Der Bau fand in der Marinewerft von Kure unter strengen Geheimhaltungsmaßnahmen statt. Um ausländische Spione oder Beobachter fernzuhalten, wurden riesige Sichtblenden um die Werft errichtet. Das Ziel war es, eine uneinnehmbare Festung auf See zu schaffen. Dieses Projekt war für Japan eine Quelle des Stolzes, aber es brachte auch enorme Kosten mit sich. Tausende von Arbeitern waren am Bau beteiligt. Die Menge an Stahl, die für die Yamato verwendet wurde, hätte für viele andere militärische Projekte ausgereicht. Doch die Yamato war das Prunkstück der kaiserlichen Marine, und Japan investierte alle Ressourcen in dieses Projekt. Kapazität und Maße, eine riesige stählerne Festung. Die Yamato war 263 Meter lang, das entspricht der dreifachen Länge eines Fußballfeldes. Mit einer Breite von 36 Metern trotzte sie selbst den größten Wellen. Ihre Verdrängung, also ihr Gesamtgewicht, betrug in vollbeladenem Zustand 72.800 Tonnen. Damit war sie viel größer als alle anderen Schlachtschiffe ihrer Zeit. Der riesige Rumpf der Yamato war mit bis zu 650 mm dicken Panzerplatten bedeckt. Diese Panzerung wurde entwickelt, um selbst die stärksten gegnerischen Geschosse abzuwehren und die Besatzung zu schützen. Im Inneren des Schiffes befand sich eine weitläufige und komplexe Struktur. Eine Besatzung von etwa 2500 Mann bediente das Schiff. Die Unterkünfte der Besatzung waren, gemessen an den Dimensionen des Schiffes, erstaunlich komfortabel. Es gab Schlafräume, Speisesäle und sogar kleine Erholungsbereiche. Obwohl die Yamato ein Kriegsschiff war, wurde alles getan, um die Moral der Besatzung auf langen Einsätzen auf hoher See hochzuhalten. Bewaffnung, der Herrscher der Meere. Eine der beeindruckendsten Eigenschaften der Yamato war ihre gewaltige Bewaffnung. Ihre Hauptgeschütze waren 9 riesige 46 cm Kanonen, montiert in 3 Drillingsgeschütztürmen. Diese Kanonen waren die stärksten Schiffsgeschütze ihrer Zeit und konnten 1,460 Kilogramm schwere Granaten abfeuern. Diese Granaten hatten eine Reichweite von bis zu 42 Kilometern. Der Rückstoß dieser Kanonen war so stark, dass selbst die riesige Yamato erschüttert wurde, wenn sie abfeuerten. Diese gewaltigen Geschütze verschafften der Yamato eine beispiellose Überlegenheit gegenüber jedem anderen Kriegsschiff. Doch die Yamato war nicht nur mit diesen riesigen Kanonen bewaffnet. Sie hatte 12 155 mm Geschütze, zahlreiche 127 mm Flugabwehrgeschütze und insgesamt 162 Flugabwehrläufe, die das Schiff vor Angriffen aus der Luft schützen sollten. Diese Flugabwehrbewaffnung war jedoch nicht ausreichend, um der wachsenden Bedrohung durch Flugzeuge zu begegnen.
Der schnelle Wandel der Kriegstechnologie, insbesondere die zunehmende Bedeutung der Luftüberlegenheit, sollte das Schicksal der Yamato besiegeln. Dienstjahre, ein stiller Riese. Die Yamato wurde mit großen Hoffnungen in den Krieg geschickt. Japan hatte dieses riesige Schiff als Symbol der Angst und Überlegenheit gebaut. Doch als sich die Kriegsstrategie veränderte, wurde die Yamato immer weniger relevant. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs basierte Japans Marinestrategie auf großen Schlachtschiffen. Doch schnell wurde klar, dass Flugzeugträger und Luftüberlegenheit auf den Schlachtfeldern den Ausschlag gaben. Dies verringerte die strategische Bedeutung von Schiffen wie der Yamato erheblich. Während der Kämpfe im Pazifik blieb die Yamato meist im Hintergrund. Japan war zu vorsichtig, um das wertvolle Schiff in direkte Gefechte zu schicken. Die amerikanischen Flugzeugträger beherrschten die Meere, und die Yamato war verletzlich gegenüber Luftangriffen. Ihre gewaltigen Geschütze waren effektiv gegen feindliche Schiffe, aber ihre Flugabwehr reichte nicht aus, um sich gegen Luftangriffe zu verteidigen. Die Schlacht im Golf von Leyte war eine der wichtigsten Missionen der Yamato. Dort eröffnete sie schweres Feuer auf die amerikanische Flotte, doch unter dem Druck der vereinten Luft- und Seestreitkräfte musste sich die japanische Flotte zurückziehen. Letzter Einsatz, ein verlorener Hoffnungsschimmer. Der letzte Einsatz der Yamato fand im April 1945 statt, als Japan kurz vor der Niederlage stand. In der Operation Tengo brach die Yamato nach Okinawa auf. Ihre Mission war es, die amerikanische Invasion zu stoppen, notfalls als Selbstmordkommando, und den alliierten Streitkräften so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Die Yamato sollte ein letzter Hoffnungsschimmer für Japan sein, aber diese Hoffnung war zum Scheitern verurteilt. Die amerikanische Marine hatte die Lufthoheit im Pazifik fest in der Hand. Am 7. April 1945 starteten Hunderte von Flugzeugen von amerikanischen Flugzeugträgern einen Angriff auf die Yamato. Die Angriffe dauerten Stunden, und Bomben und Torpedos trafen das Schiff immer wieder. Die Besatzung kämpfte verzweifelt, um die Yamato zu retten, aber es war vergebens. Um 14:23 Uhr explodierten die Munitionskammern, und das riesige Schiff zerbrach in Stücke und versank in den Tiefen des Pazifiks. Etwa 3000 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Nur wenige Überlebende konnten die Geschichte dieser Katastrophe erzählen. Legende und Vermächtnis, ein unvergessenes Symbol. Der Untergang der Yamato war einer der letzten verzweifelten Versuche der kaiserlichen japanischen Marine. Mit ihrem Verschwinden endete die Ära der riesigen Schlachtschiffe. Dennoch lebt die Yamato in Japan als nationales Symbol weiter. Ihre Geschichte erinnert an die brutale Realität des Seekriegs und die technologischen und militärischen Ambitionen der Menschheit. Die Yamato wird in Geschichtsbüchern als eine gewaltige Kriegsmaschine beschrieben, aber ihr Vermächtnis ist eine Mahnung an die Zerstörungskraft des Krieges. Die Legende lebt weiter in Dokumentationen, Filmen und Gedenkfeiern. In der Stadt Kure, wo das Schiff gebaut wurde, gibt es heute ein Yamato-Museum, das die Geschichte des Schiffes bewahrt und zukünftigen Generationen vermittelt. Die Yamato ist nicht nur ein Kriegsschiff, sondern auch ein Symbol einer der größten maritimen Unternehmungen der Menschheitsgeschichte. Und so endet hier die Geschichte der Yamato, ein Gigant, verewigt in der Geschichte mit seiner legendären Stärke, Pracht und Tragik. Sie wird als eines der größten Kriegsschiffe der Menschheitsgeschichte in Erinnerung bleiben und erzählt uns von den Höhepunkten der Ingenieurskunst und den verheerenden Auswirkungen des Krieges. Wenn auch Sie von der Pracht der Yamato und ihrem Schicksal in den Wellen des Pazifiks fasziniert sind, vergessen Sie nicht, unseren Kanal für mehr solcher Inhalte zu abonnieren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, unterstützen Sie uns gerne mit einem Like. Bis zu neuen und aufregenden Geschichten.